Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin Lisa. Hallo Leute, wir haben heute ein wirklich spannendes Thema für euch vorbereitet. Zielsetzung, die funktioniert. Smart-Ziele und mehr. Genau, Lisa. Ziele setzen ist ja so eine Sache. Manchmal fühlt es sich an, als würde man ins Leere laufen, oder? Man hat eine vage Vorstellung davon, was man erreichen möchte, aber irgendwie fehlt der Plan, die Struktur. Kennst du das, Lisa? Oh ja, Felix, das kenne ich nur zu gut. Und genau deswegen ist es so wichtig, sich mit dem Thema Zielsetzung auseinanderzusetzen. Es geht darum, Träume in erreichbare Ziele zu verwandeln. Wir werden heute lernen, wie man Ziele richtig formuliert, damit sie wirklich funktionieren. Super. Bevor wir starten, Lisa, vielleicht könntest du kurz erklären, was Zielsetzung überhaupt bedeutet. Es ist immer gut, alle auf den gleichen Stand zu bringen. Klar, Felix. Also, die Zielsetzung ist im Grunde der Prozess, in dem man sich überlegt, was man erreichen möchte und wie man das anstellen kann. Das Ziel ist der Punkt, den man erreichen möchte. Setzen bedeutet hier so viel wie festlegen oder bestimmen. Man legt also fest, was man erreichen möchte. Danke, Lisa. Das klingt logisch. Also, man überlegt sich, was man will, und dann macht man einen Plan, richtig? Ganz genau. Und ein sehr bekannter und effektiver Weg, um Ziele zu setzen, ist die SMART-Methode. Smart-Methode? Das klingt interessant. Was verbirgt sich hinter diesen 5 Buchstaben? SMART ist ein Akronym, das heißt, jeder Buchstabe steht für ein bestimmtes Kriterium, das ein Ziel erfüllen sollte. S steht für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert. Wow, das sind viele Informationen auf einmal. Vielleicht könntest du jedes Kriterium einzeln erklären, Lisa? Natürlich, sehr gerne. Fangen wir mit spezifisch an. Ein spezifisches Ziel ist klar und eindeutig formuliert. Anstatt zu sagen, ich möchte mehr Sport machen, wäre ein spezifisches Ziel. Ich werde 3-mal pro Woche für 30 Minuten joggen gehen. Ah, ich verstehe. Also, nicht einfach nur allgemein mehr Sport, sondern ganz genau definieren, was, wie oft und wie lange. Richtig? Genau, Felix. Spezifisch bedeutet konkret. Man muss genau wissen, was man tun muss. Super. Weiter zum M. Was bedeutet messbar? Messbar heißt, dass man den Fortschritt und den Erfolg des Ziels überprüfen kann. Zum Beispiel, wenn dein Ziel ist, ein Buch zu lesen, kannst du dir vornehmen, jeden Tag 10 Seiten zu lesen. So kannst du messen, wie weit du gekommen bist. Also, man braucht eine Art Maßstab, um zu sehen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Zum Beispiel, wie viele Seiten man in einem Buch gelesen hat oder wie viele Kilometer man gelaufen ist. Exakt. Und das A in SMART steht für attraktiv. Das Ziel sollte für dich ansprechend und motivierend sein. Es sollte etwas sein, das du wirklich erreichen möchtest. Ja, das macht Sinn. Wenn man sich für ein Ziel nicht begeistern kann, dann ist es wahrscheinlich schwer dran zu bleiben. Man muss schon Lust darauf haben, oder? Richtig. Attraktiv bedeutet, dass du das Ziel wirklich erreichen willst, dass es dir wichtig ist. Okay. Und was ist mit realistisch? Realistisch bedeutet, dass das Ziel erreichbar ist. Es sollte eine Herausforderung sein, aber keine Überforderung. Es bringt nichts, sich vorzunehmen, in einer Woche einen Marathon zu laufen, wenn man noch nie gejoggt ist. Klar, man sollte sich nicht selbst überfordern und in kleinen Schritten denken. Lieber kleinere, erreichbare Ziele setzen als zu große, die einen demotivieren. Genau so ist es. Und schließlich kommen wir zum T in SMART. Das steht für terminiert. Jedes Ziel braucht eine klare Deadline, einen Endpunkt. Also, man setzt sich eine Frist, bis wann man das Ziel erreicht haben möchte? Richtig. Ein Beispiel. Ich werde bis zum 31. Dezember dieses Jahres 5 Kilo abnehmen. So hat man ein klares Zeitfenster. Terminiert bedeutet, dass ein Enddatum festgelegt ist. Das macht die ganze Sache viel verbindlicher, oder? Man hat einen klaren Zeitrahmen und kann sich besser organisieren. Absolut. Die SMART-Methode hilft dabei, aus vagen Wünschen konkrete, erreichbare Ziele zu machen. Das klingt wirklich nach einer super Methode. Aber was ist, wenn man merkt, dass man sein Ziel nicht erreicht? Sollte man dann aufgeben?
Nein, auf keinen Fall. Es ist ganz normal, dass man mal Rückschläge erlebt. Wichtig ist, dass man nicht aufgibt, sondern sein Ziel anpasst. Vielleicht war es nicht realistisch genug oder die Deadline war zu knapp. Also, man kann seine Ziele auch im Laufe der Zeit noch verändern? Ja, natürlich. Ziele sind nicht in Stein gemeißelt. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben und seine Ziele bei Bedarf anzupassen. Das ist gut zu wissen. Man sollte also nicht zu streng mit sich selbst sein, wenn mal etwas nicht so klappt wie geplant. Genau. Es geht darum, aus Fehlern zu lernen und weiterzumachen. Man kann zum Beispiel analysieren, warum man das Ziel nicht erreicht hat. Lag es am Ziel selbst, an der Planung oder an äußeren Umständen? Und dann kann man sein Ziel entsprechend anpassen oder einen neuen Plan erstellen. Richtig. Und es ist auch hilfreich, sich Unterstützung zu suchen. Vielleicht gibt es Freunde, Familie oder Kollegen, die ähnliche Ziele haben oder einen unterstützen können. Gemeinsam ist man stark, oder? Man kann sich gegenseitig motivieren und Tipps geben. Ja, genau. Und es gibt noch ein paar andere wichtige Punkte, die man bei der Zielsetzung beachten sollte. Zum Beispiel seine Ziele aufzuschreiben. Aufschreiben. Warum ist das so wichtig? Wenn man seine Ziele aufschreibt, werden sie konkreter und verbindlicher. Man kann sie sich immer wieder anschauen und sich daran erinnern, was man erreichen möchte. Das klingt logisch. So hat man seine Ziele immer vor Augen. Genau. Und es kann auch hilfreich sein, seine Ziele in kleinere Teilziele zu unterteilen. So hat man schneller Erfolgserlebnisse und bleibt motiviert. Also, statt sich vorzunehmen, ein ganzes Buch zu schreiben, könnte man sich vornehmen, jeden Tag ein Kapitel zu schreiben. Exakt. Und man sollte seine Erfolge auch feiern. Wenn man ein Teilziel erreicht hat, sollte man sich dafür belohnen. Das klingt nach einem guten Plan. So bleibt man motiviert und hat Spaß an der Sache. Ganz genau. Zielsetzung soll ja nicht nur anstrengend sein, sondern auch Freude bereiten. Lisa, das war wirklich super hilfreich. Ich habe heute richtig viel gelernt über Zielsetzung und die SMART-Methode. Ich bin sicher, unseren Zuhörern geht es genauso. Das hoffe ich doch. Denkt daran, liebe Zuhörer. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das sind die Schlüssel zu erfolgreicher Zielsetzung. Und vergesst nicht, eure Ziele aufzuschreiben, in Teilziele zu unterteilen und eure Erfolge zu feiern. Und wenn mal etwas nicht so klappt wie geplant, gebt nicht auf, sondern passt eure Ziele an und lernt aus euren Erfahrungen. Danke, Lisa, für diese tollen Tipps und die vielen Infos. Ich denke, es hat allen viel gebracht. So, liebe Zuhörer, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und seid jetzt bereit, eure eigenen Smart-Ziele zu setzen. In der nächsten Folge erwartet euch wieder ein spannendes Thema, bei dem ihr viele interessante und unterschiedliche Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern könnt. Seid also unbedingt wieder dabei. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Erfolg bei euren Zielen.